Good morning. Welkom hier. Mijn vrienden en iedereen te zijn bij zijn ruitje komen. En ik welkom ook iedereen einer, wer als naangeschaut deze morgen aandag. We kunnen nu als grotere groepen top komen en door vrij we ons ver. En we gaan een bisschen paar versen te lezen. Dat is het kortste kapitel in de Bijbel. Dat krijgt in de maat van de Bijbel. Weet er is veel woont dat is. I'm sure je zijn zijn wat te weten. Aber das ist Psalm 117. Das sind 2 Verse. Und das kriegt in der Bibel. So, wir haben die Verse hier zu lesen. Das sind zum Loben und Preisen. Das sagt es dort. Lobt den Herrn, alle Völker, lobt den Herrn, alle Menschen. Weil seine Treue hat ihr Leib als zu uns als groß, und den Herrn seine Wahrheit bleibt ewig stehen. Halleluja. So, es dort nicht wundervoll, seine Leib, die bleibt ewig stehen und die wird immer mit uns sein, hier so. So, ich fand diese Versen sehr uplifting, sehr, die hoben mich an. So, noch einmal willkommen hier. Wir wollen uns heute zum Gebet und dann wollte ich fragen, dass Sie wollen abkommen zum Gesang leiten. Vor dem Himmel, wir kommen für die von der Samaris und Gott, wir danken dir, dass wir kein Taub kommen sind. Wir danken dir für deine Leib und wir danken dir, dass der ewig ist und dass deine wir, die wollen ewig sein. Ich danke dir für jedem ein, was das zurückgekommen und ich freue dich sehen ab diesen Morgen von dir. Ich freue, dass du magst mit jedem ein sein, was das zurückgekommen, jeder einer, was das angeschaut. Ich freue, dass du magst auf eine besondere Weise reden und anschieren. Und Vater, noch einmal danken wir dir und wir preisen dir in den herrlichen Namen. Amen. The darkness shining, Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Place
Ernst about Matt wants to follow along in German. You can follow along in the black hymnal, hymn number 353. ...353. Psalm 107, Vers 1 sagt, Dank dem Herrn, welch hij is vriendlich en zijn truheid je lijf wordt eeuwig blijven.
You may be seated. As you go about the day today, the one verse I just wanted to lift out was the last verse out of How Great Thou Art. It says, "When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art." As Pastor Don's going to be speaking today on Christ's second coming. So if there's a song that you want to just run through your head as you're doing the lunch dishes or something, this is a good one. Dankeschön für unseren Gesangläden. Noch einmal willkommen hier in jeder einer. Wir freuen uns, hier zu sein. Weil wir unsere Bulletins nehmen, wir wollen ein bisschen durchgucken hier so in unsere Bulletin. Und für jede Aufmerkung auf die erste Seite hier so, von der zu Uwes, Klock saß, was hier so eine deutsche Andacht sind, noch einmal. So, ich will jedem eine Anladung kommt darüber, der schuld an für dort, für die deutsche Andacht von der zu Uwes. Und wieder diese Werk, morgens zu Uwes, halb 8, als Church Council Meeting, für die, was dort anbelangt. Da wird bei Credit Union auf dem Bein sein. Und Mittwoch zu Uwes, als start ich eine deutsche Bibelstunde bei der Retirement Home. So, kommt rüber für dort. Ich will Ihnen anladen, die Gruppe braucht euch bloß so nahe bleiben. Ihr seid alle eingeladen. Wenn ihr deutsche Bibelstunde gleich haben, kommt rüber für dort. Dat is een zeer in de tijd. En dan donderdag wordt een Engelse Bibelstunde ook doen zijn. Die wordt half 8 zijn. Dit wordt hetzelfde zijn wat de Engelse Sunday School hier zijn immer wird. Die wordt nu bestormd zijn. Den hier wordt we niks zinnig zal gaan. Wat de Engelse Adult Sunday School, die wordt nu aan de donderdag zo over zijn. So, voor die wat dat interesseren, dat komt eruit voor dat. En heel en harder wat die dus leren. So, komt eruit en zei wat, dat je vindt uit hoeveel meer je nog leren kan. En dan weer, Mittwoch zu Uwes voor Jugend, half 8 zu Uwes, dit wordt beim Park zijn. Ze worden rond 4 zaten een devotional gaan en dan met volleybal spelen. En dan en zij plannen campen te voeren, juli den 29. tot august den 1. En er worden nog meer details komen en de camp wordt bij San Carlos zijn. En hier is een ding wat niet in je bulletin aangemerkt heeft, dat is de junior youth, die van 10 jaar oud tot 13 jaar oud, die plannen ook te camp te gaan. En dat is juli den 21. tot den 24. So, wenn hier so ergens weer is, de kinderen hebben wat ze willen gleich in de hand te voeren. Susie Kran, wat voets nu de aandacht ze heen zijn, komt een maaltje bij haar. En zij wordt voets zijn woord van zij haben die Kinder brauchen. Ze geven immer een T-shirt, wanneer ze te camp komen door. So maaltje door bij haar. En dan zij wordt je maar, wanneer je vrouwen haben, vraagt haar door zo. En wieder, wir waren von Juni bis durch August haben wir immer ein Sommerprogramm. Wir haben den Tag nicht Sonntagsschule. So für die, wenn du so irgendwas interessiert ist, hier so ein Children's Feature, ein Kinder denkt an eine Sonntagssamorias. Du so hängen als ein Signabschied, schrieb je nun du so an, oder red mit einem von der Sonntagsschule-Komitee, malt je beernt. Und dort kann ab Deutsch oder ab Englisch sein. Und sie fragen uns, wenn je wollen, dass für die Bildprogramms, für das Deutsche und das Englische, dort das ab, und wenn je lieber bloß vereint werden wollen, dann malt je an sie statt, als das dann für das Deutsche oder für das Englische wird sein. Und dann wieder, nächste Sonntag wird das ein Fundraiser beim Park sein. Das wird all geplant für Notstandsgetränke, für einen Monat wird das all geplant. Aber während alles, was das manche kommt, ging das nicht heran. Das ist für David Niklai, der hat ein Accident und an März den 5. und wird genannt gebrochen und als März den 29., 28. gestorben. Aber die Familie, die hat ein großer Bild, was sie deswegen mussten bei dem Hospital betonen und während sie nicht können das Fundraiser haben, dann haben sie Geld geliefert und sie würden hier das Geld auftun und sie planen nächste Sonntag ein Fundraiser dort zu haben. So, kommt rüt und ihr steht dort und eet Fall und hat eine Gemeinschaft durch so. So, dort haben wir eine schöne Zeit, wenn wir eten da und beim Eten wird immer letztlich spaziert, nicht? Das ist eine gute Zeit zum Spazieren, so. Und wir haben uns stolz, nicht kann viel Taub kommen, so nutzt das aus. Und dann wieder,
die Bibelschule von Manitoba, wenn du irgendwie interessiert bist, eine Bibelschule zu gehen, gut nach der Website, was hier so ist, das hier so an, auf der ersten Blatt hier so ganz eng, lest ihr den Vers, du ist dort angeschrieben, ihr kann dort auf der Website ganz neu sein und ihr kann durchgehen, ihr kann eine Tour nehmen mit dort so, und zum sein, dass man dort vielleicht was ist, was jemand würde interessieren, oder wenn jemand weiß, was du gleich in der Bibelschule zu gehen, steht irgendwo an. Ich glaube, das ist alles, was du für Announcements wären, unless ich was für jeden habe. Und noch eins, wir wollen nicht ein Opfer nehmen, hier ist es wie allgemein deuten, wir sind noch nicht ganz bei durch, aber du wirst dort zu hängen, was ein Dose oder ein Kosten, wo ihr kann ein Opfer geben, wenn ihr rausgehen dann, und wenn ihr dort Leute wollen, ihr kann das auch bei der Credit Union, ihr kann das diese Glück in die Quake Account antun, so, ich will ihr bloß aufmerksam machen wegen dort. So, ich war dann nu Valerie, Landy und Martha fragen, dass sie wollen abkommen und ein Kenya-Programm bringen. Und dann nur dort, was Gisela ein Special Number haben. Und dann nur dort, was Pastor John fragen, dass sie wollen abkommen für die Botschaft. Marie doe dit, Marie doe dat. Marie moet Emma uitveen. Emma moet ik boos chores dan voor ik kon spelen. Er vriend even gaan. Hi Marie, bist du zum Kommen spielen? Hi Sarah, wat meinst du? Bist fertig mit deinen chores? Jo, ich zie al lang voor dich. Wings meine Mom, dat die einmal fein Spiel anmerken, und dann kann einer da busig, wings einer, die Gott preisen, mit da down. Oh, my, so, wat meinst du? Dass deine chores mutig? Jo, ist das nicht, wo wir dort sundown, oder so wie bloß einmal grunzen? Was denkst du? Merkt mir an Dingen an den Geschichte von der Bibel. In Geschichte wird uns sein, dass Gott nicht uns bloß leben, aber er vielleicht uns übt
met aanschaffen, ook voor aanschaffen. Dat is een van de eerste geschichten in de Bijbel. De Geschichte, wo Gott den Adam und Eve merken, und die den in den Bastergarten an, was bloß nichts mit euch ist. Kijk den Geschichte als het. Wens Gott hat in Arbeit für Adam und Eva, was sie müssen tun. Hij zegt nicht, nu go en speel en daar wat immer je wel in Garten. Hij zegt dat hij hat gemerkt haben, nu den Aposteln en sure merken, dat het wird alle nach Fan wieder ran. Wie sollen Gott helfen mit alles? Was wird einer dort sagen? Zum alles helfen, dat het Fan ran die wieder. In Gott seine Ewen erschaffen Goud. En dat is vol meinen, en dat merkt ons Leben ook vol meinen. So, dat is niet something wat we both sollen in tijd even met grond zijn. Gott hat uns jeder, wat sagt einer, jeder Gifts oder Abilities, er hat uns alle was gegeben in uns, was wir können brauchen, um anbedeuten. So, unsere Arbeit wird vielleicht something am Haus sein, das unsere Dishes wegleihen und Gras heben und Kijk, nu merkt het ons recht om Luther. Vielleicht wollen wir Luther in Job haben, wo wir in Schullehrer sind. Oder Frobs vielleicht ein Doktor, oder so eine huge Bieder wären das. Weil all diese kleine Dinge, was wir nie tun für unsere Mama und Papa, das hilft uns, um dann nur unsere Arbeit auch gut tun. oh, so the orbit is quite all just about us. Kijk, dat is dat we kan anderen bedeuten, ook God met dat ihr geven. So wat allemaal we doen, we kan onze arbeid gebruiken, om anderen leidwezen en om anderen bedeuten. Okay, dan wil ik maar een beetje ondersteunen kijken. Vielleicht zeg ik maar zing, wenn ik de uitfijn. Wanneer we dat wordt gaan. Ja, en er is ook een vers in de Bijbel, look me, dat was eerst ving. Dat is in Kolosser 3, vers 17, en dat zegt, wat immer je doen, wanneer het een woord oder deed is, zum doen, dan doet het alle in de naam van Jezus. En God bedanken door Jezus. So, würde in doen zijn, würde ik met die toch beten? Ja, dat wordt fijn zijn. Okay, waar we beten. Himmlische Vader, we danken je dat je hast ons arbeid gegeven om te doen. Help ons dat te doen met een goede cultuur en met een schijnende attitude voor onze mama en papa. En help ons aan te denken dat wanneer we Luther arbeid hebben, vielleicht wat de anders is, dat al deze kleine dingen ons helpen om dat beter doen. Amen. Hey, Marie, gleich kann ich die schön halten mit Aufwaschen und Eating, dann kann ich vielleicht mal gut spielen. Dat wordt gleichen. Dan gaan we zingen, wenn we doen. Sure. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Ah, dat ging schijn. Ja, nu kan ik goed spelen. Sorry, ik had eerst willen sagen, dat de Kinder sollen die Erde satten blieben. Von vergeben. Aber dann scheint für nicht nachkommen. Und ja, wenn wir die Kinder geschickt haben, dann fragen wir, dass die Kinder bloß die Erde satten blieben. Und dass die kann dadurch durchstehen. Ich glaube, dass alle Menschen würden das verstehen können, wenn sie abstimmen und ein bisschen Stich stehen. So, dann scheint.
God morgen. Freuen uns, dass je
zijn van de Samariërs naar het Tjoitje komen, tijdje om, dan naar het Tjoitje komen en die wordt van die hier zijn en zijn op het internet en haar hindoor, zijn welkom goedje te zijn. En vele van jullie zijn niet op Facebook en wonderen vielleicht, waarom wordt dan hier van jou zo sehr ram geweest. We waren ons best bedanken dat je de ushers, dat je je wiesen van hoe te zetten, dat de ushers je wiesen. We hebben dingen versprochen, dat we zijn met oppassen, dat we niet te dicht op zetten en we ons Tjoik zijn vrije geeft, dat we kunnen 100 mensen in een verzameling gaan op eenmaal. En we zullen dat aber so anstellen, dat we niet te op zetten. En zo veel dank voor door horchen. En wanneer je dingen dus dit met gaan, dat is ook goed. We bedanken je dat je deze tijd zijn patient. Is me dat? Geduldig, dat is raar. Geduldig geweest en han onze regering respect. We danken je toeven en dat je ook de Tjoik-leraar gaan ondersteunen met die dingen wat we moesten entschieden werden. So, veel dank en zeer welkom. Van de eerste maal is waar we ons thema is van de jaren Jezus plant terug naar de eerd te komen. Mijn thema van de eerste maal is wat niet zo zijn dat ik wil je krijg wijzen, wat wordt dan passeren, wat wordt dan passeren en wo krijg wat er alle passeren. Dat is een grote thema wat we onmiddellijk voor de eerste maal is durchnemen. En je hebt en God in het Tjoik, je hebt veel strijderieën van wanneer we eerst aanvangen op papier tijden nul te schrijven, dan verstaat einer dat een klein beetje aardig en dan hebben we het zang van wanneer Jezus wat terugkomt. Dat is niet mijn plan van deze morgen. Van deze morgen is het de plan dat ik wil je denken helpen dat Jezus plant terug naar de eerd te komen. Die plan krijgt nu, plant hij dat. Als hij naar de hemel voert, dan verspreekt hij ons meerdere dingen wat er worden passeren. En als hij starf, zegt hij, verspreekt hij ons dat wanneer mij worden doodmijang, ik wil opstaan. Hij zegt, hij wordt opstaan, hij stond op. Hij zei, hij wordt in de hemel voeren en doet hij voor ons reden. Wel, dat kunnen we nu, we kunnen niet in de hemel aankijken krijgen nu. We kunnen niet zijn krijgen wat hij God nu, wat hij nu schaffen doen, maar hij zei nog een ding. Hij zei, wanneer ik gespadoer zijn, dan wil ik den Helden juist terugchecken. Dat kan we zijn. En zo, we kunnen niet krijgen alles zijn wat hij zegt. En een van de dingen wat hij zegt, hij wordt door een plaatsrijden merken, door we ons nächste zondag met beschäftigen. Maar nu plant hij terug te komen. Van jou, krijgt nu, als hij een plans merken, ten terug te komen. Hij leert dat hij voeren wat zei, nu is de rechte tijd terug te komen. Je zijn dat beeld door, dat is de post. You can give me the next slide. Wat van ik hoop je er niemals durven zo'n Zeitung lezen als dat. Ik hoop je er niemals een Zeitung lezen, en dat is op Engels geschreven, waar dat zegt door Jezus Christus is teruggekomen. Dit is een Zeitung, dit is de nächste dag, je hebt het zo'n in de Zeitung geschreven, zo'n wordt het nog mal geven. Maar ik hoop geen van jullie durft dat lezen. Ik hoop je zijn alle rij dat je metvoeren en dat je daar niemals zo'n in de post lezen. Dit komt hier van Herbert Armstrong. Hij was einer die door en met de post schaffen deed, niet gegeten. En een dag was hij tijd afhouden en de arbeid, dan zat hij met meer van zijn medarbeiders op. En zij vertellen van de Eberschrift wat aan de post is. En zij reden van de grote Eberschriften wat zij hadden gehad. En zij zeiden, wonder wat moet de ganz geraadste Eberschrift zijn aan de post. Einer zegt dat, wel, want het moet zijn dat nu de derde Weltkrieg gaan, dat wordt een zeer grote Eberschrift zijn. Dat wordt ons alle überraschen. Zegt de andere,
Hij gelooft dat we nog alle Überraschung zijn, maar we einmal würden sein in New York City, wie erstmal einmal ganz plötzlich, ganz fort. Keiner weiß, wo der ist. Dort würde eine große Überraschung sein. Dann sagt der andere, an einem lacht am dort, dann sagt der andere, weißt du, was wird noch gerade sein, wenn wir einmal eine Setting haben, da wird sein, Jesus ist gestern gekommen. Und dann lachten sie. Und Armstrong lacht aber nicht mit. Er sagte Ernst, weißt du, Mann, das sage ich mir ehrlich, dass ein von den Worten der Überschrift ein Tag ist dort geschrieben. Aber die Männer, die Armstrong und die Männer, die dran saßen, die sind nicht mehr. Die sind alle gestorben und so, die waren nicht in der Überschrift geschrieben. Und das habe ich gesagt, ich hoffe, die dürfen aber die Überschrift lesen, weil die waren mit Jesus mitgehen, wann er kommt. Und dann, die Menschen, die dann hier blieben, die waren sich dann mit weiten mit ihrer Post und so weiter. Und dann die Überraschung, wurde was geben, wenn sie mit so aus dort lesen. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 11 und Markus Kapitel 13, 32 bis 37 will ich von dir lesen. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 11. Und als sie sich so taub trafen, frühen sie an, Herr, was die Israel nu wahre ihr Königreich herstellen? Er sagte an, dass es nicht verjühnt, die Tiden und die zu weiten, die Führer sich in seine Macht bestimmt hat. Aber wenn der Heilige Geist über ihn kommen wird, wo je Kraft kriegen, und die werden meine Zeigen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und über die ganze Welt. Und als er das gesagt hat, sagen sie, dass er voran abgehoben wird, in eine Welt nehmen am Weg, dass sie ihm nicht mehr sein können. Und als sie am herankickten, während er in den Himmel fuhr, standen mit einmal 2 Männer in witte Kleider. Die ansehen, die Männer von Galiläa, warum stehst du hier und kicken im Himmel? Das Jesus, der von Jünd an Himmel nahen genommen wird Krieg so zurückkommen, als die anhaben seinen von Himmel, nom Himmel voren. Und danach Markus Kapitel 13, 32 bis 37. Den Tag oder die Stunde, wo das passieren wird, weiß keiner. Nicht der Mul der Engel im Himmel, auch nicht der Sehen. Das weiß bloß der Führer. Seid wacker, seid vorsichtig, weil sie weiten nicht, wann die Zeit kommen wird. Dort ist so, als wenn ein Mann wegfährt und seine Diener sein Haus unvertrüht und die Arbeiter einen jeden seine Abgabe gibt und deren Weg der Befehl zu wirken. Bleibt wacker, weil sie weiten nicht, wann der Herr von Haus zurückkommen wird, auf zu Uwes oder Märden in der Nacht oder wann der Huhn kräht oder zu Marius. Sorgt dafür, dass die nicht schlupen worden, wann er mit einmal Opferhofs kommen soll. Was ich zu jüngst sei ich zu allem. Wirkt. So da ich zu den Jüngern sage, sagt er nu von der zu uns auch. Wir sollen wirken. Der Hauptvers von der Samaria ist erst der zweite Part von Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 11. Das Jesus, der von Jünd an Himmel angenommen wird Krieg so kommen, als die Arm haben seinen Namen Himmel voren. Krieg so. Aber wo wird es? Sie werden am vollsten vertalen. Die Jünger, hat die Jünger mehrmals von dem angeredet. Sie werden am vollsten vertalen und er sagt, als er das sieht, einmal hastig wird am Verarm abgehoben und wahrgenommen. Krieg so. Wir wollen bei unserer Arbeit sein, wir wollen vertalen, krieg so hastig, einmal hastig, oder wir abheben. 1. Korinther Kapitel 15 und Thessalonicher Kapitel 5 redet Paulus bedient von dieser Zeit, wo Jesus war, was kam, wo die Todes waren abgestoßen und dann, wenn die ist abgestoßen sind, wo wir mit ihren Taub abgehoben worden und Jesus an der Wolken begegnen. Jesus kam zurück. Wir wollen uns von der ein paar Dinge von dort beschäftigen. Aber Matthew Henry sagt,
Wanneer hij ook sluurt, wat onze tijd voorbij is. Wordt hij over niet sluren, wat de rechte tijd voorbij is. Weet je, Petrus in de tijd, Petrus leeft nog. Petrus en de apostel, die gingen rom en die zeiden te een en anderen en die zeiden ook te de mensen dat Jezus waar wil terugkomen. Die kwak is allemaal die Nieuwe Testament, kwak is die aanvang. Zij deden deze boodschap vormdrijven en zij namen dat zo aan als Jezus woord morgen terugkomen. Petrus leeft nog en dan vangen de mensen aan te spateren door Eva. En Petrus, een van de Pharisäern, sagt, dat in de laatste dagen worden später komen en die worden spateren en ihre fleischliche Last nu volgen en worden sagen, wo ist das Versprechen, was die sagen, was da wird kommen? Das ist 2000 Jahre terug spateren sie da all Eva. Wir sind 2000 Jahre Luther und wir lernen noch einmal, dass Jesus wird terugkommen und uns in den Himmel nehmen. Wanneer hij ook sluurt, wat onze tijd voorbij is. Wanneer ik hier ook niet meer leven doe, dan meint niet dat hij dan nu wat er niet komen. In Thessalonica kapitel 5, ik lees 1 Thessalonica kapitel 5, daar redt hij van wanneer de tijd wordt komen. En daar wordt gezegd dat de Thessalonica, die hadden het zitten houden, wanneer zij sterven, dan hadden we het voorbij gegaan. En daar wordt geleerd dat wanneer irgendwer sterven, dan weer het voorbij. Weil Jesus hat so lange gelehrt, sie wären nicht dort. Und dann merkt er das sehr klar, du hast eine Auferstehung. Und dann merkt er das sehr klar, an mich Stunde hat der Boy weint und denkt. Dass die Todes waren erst abstunden. Und dann war wir. Die haben ein Verreich. Nicht nur waren die mit ansehen, das ist nicht vorbeigegangen. Nicht nur waren die mit ansehen, die waren erst dort beleben, wie waren. Dat is een schijne verspreking. En zo, wanneer hij ook sleur, wat onze tijd voorbij is, hij wordt niet sleuren, hij wordt niet leuren of wachten, wat we worden zijn, of sleuren als hij tragt treden, nog jampt er niet. Maar hij wordt niet sleuren, wat de rechte tijd voorbij is. Want de rechte tijd wordt hier zijn, wordt er komen, en plaatselijk, en te jeen. Weet je, als hij het eerste Mal komt, weet je wat de Bibel zegt ervan? Als de tijd reich weer, komt hij. Krijg zo. Wat het dit moet zijn. C.S. Lewis zegt dat viele Menschen geloven niet meer, viele Menschen sind reden door jeden dat Jezus voorkomt, weil erst noch nicht terugkomt, zoals de kerk zegt. De kerk leert dat Jezus wordt bald komen en hij heeft het al voor 2000 jaar gezegd, dan nog einmal komt er niet, zodat wat er niet passieren, zijn mensen. De tweede ding is, viele Menschen hadden zich dat in ihr Kopf angeriemt, dat de Welt wordt beter en beter en beter worden, maar schließlich wordt het zo fijn zijn, dat alle friedlich zijn. Wanneer we leven zo'n mensen, weet je, wanneer je ziet van de Welt, die leven aan onze ziet van de Welt. De vastige ziet van de Welt worden de mensen dat uittekenen. Niet? De oudste tijd wordt zijn daar bij Israël en dat jaren toe, waar mensen van de eerste dag sterven voor geloven. Daar hadden ze niet zoveel trouble, dat ze geloven dat het beter en beter worden. Maar aan deze kant Welt, waar we sehr goed haben und wir haben das Leben voll ab und wir haben die Dinge, wir haben einmal einen Trouble damit, dass wir uns dort treiben, da wenn ich bloß noch mehr lernen und mehr besser an, da wird immer besser worden. Wir fangen an zu hören, mit warten oder wirken, dass Jesus wird zurückkommen. Und der nächste Ding ist, viele Menschen wollen dort nicht glauben, dass Jesus zurückkommt, because der Post nicht in ihre Tiedung nennen. Viele Menschen wollen bei 64 schaffen, dann wollen sie ein Retirement-Plan haben und dann wollen sie mal die Welt rumreisen, alles sein in ihren Post, nicht, dass Jesus wird kommen. Und so dort vor allem ist sehr viel von der Welt spart in das. Mit Petrus, die Menschen, die bei Petrus in der Zeit als Spektakel in dass wanneer wird das Versprechen kommen. Wanneer? Jesus sagt hier zu den Jüngern, das nicht für die Zeiten sind nicht für ihn zu weiten. Aber was kann ich weiten? Ich las Markus Kapitel 13 von der Ursache, weil Jesus hat seine Jünger all von das geredet. Und der erste Punkt, wo wir von der in die Apostelgeschichte Kapitel 1-3 nehmen, ist, dass er wird kommen. Du hast keine Frage, er wird kommen.
wirkt en ziet voorzichtig. Wessen van de oude beschreven, oder van de oude manuscripts, oder de oude beker wat ze vingen, wat eerst maar bij de hand geschreven worden, wessen van de oude teksten wat ze gevonden hebben, die zeiden, wirkt en ziet, wirkt en beet. En dan zeg ik, wel, dat is toch niet verschieden, dat je ziet voorzichtig. Wat gaan we voorop kijken? Wat gaan we voorop kijken? Want we met den connecten die de Marion al in de hand heeft. Want we connecten met God, die al weet krijgt wat er Marion wat passeren. Want we met den in gemeenschap zijn, dan blijft zich dat klik, wanneer we dan leven krijgt zoals Jezus. Want de voeder einmal wat zei in de tijd, dan zijn we rijden, we hebben gewerkt, we weten, we worden niet überrascht zijn. Hij wordt komen, werkt en ziet voorzichtig, beet. We vingen dat woord hier, de jingen, Jezus vrouwen. Waar stu Israël nu waren? Weet je, wie kan van jou, diesen Jezus, wie kan Gott kommen vrouwen? Wie kan hem vrouwen? Want we zijn wat passiert in onze wereld, en we weten dat Jezus zegt ook. Te de laatste tijd wordt het zeer arg geworden in de wereld. Er waren veel dingen passieren die nog niemals zijn geworden. En dat zegt einfach, dat te de laatste tijd wordt het zo schlimm worden, dat van Jezus niet wordt mankvoeten, wordt al het Fleisch verdorben zijn. Zo werkt en ziet voorzichtig, wie hebben dat zijn. Dat hij zegt, er worden dingen passieren, wie kan opmerksam zijn ramans, dat laat einfach zo als, want de tijd einfach dichterbij komt. Waar du nu Israël waren, weet je, we hadden, gleich lang hadden we familieverzameling. Ik geloof niet, dat er een tijd, eine Familienversammlung daar ging, wo mein Vater nicht von seinem Vater in den Himmel vertalt und lüden ab, dass Jesus wird zurückkommen. Und durch die Weg, oder durch die Monate, wo wir uns nicht vorhin gesehen haben, redet er immer, jeder Mal, wie wir aufkommen, redet er immer noch, Jesus kommt zurück. Und das war mein Glaube, das bald kommt. Weil er hat was auf der News gesehen, und er hat irgendwo einen Prediger gehört. En dort stahl hij taub en dan zei de jongens, de titelspulper hier, en dan geef het je time. Weet je, en dan hij had ook Daniel en zo weer, en mijn dad, die vertieft zich zei aan wanneer wat er passiert, en hij had een beetje een beeld, en zijn kop krijgt wat er wordt passeren. En eigenlijk hij stemde met zijn recipe, en hij zei dan weer het ook down, because hij wordt aan, er weer andere mensen die stemmen ook niet met zijn recipe. Weet je, de jongen hadden ook een recipe in je kop. Die hadden een recipe, zo zal het passeren. Wil nu gaan ze naar Jezus en zeggen, zo, wanneer was die dan nu? We hebben veel mensen die daar zeer dringend zijn met wanneer wat er passiert. Die schrijven zich op en maken einfach een tijdungslinie wanneer wat wordt passeren. Weet je waarom de mens heeft dat vermist als hij het eerste Mal kwam? Weil er hadden de tijdungslinie gemult. En dat weer niks is God in de tijdungslinie weer. En Jezus stond variant. En de tijdungslinie wat zij gemult hadden, weer ganz anders en vermisten de reine ganze tijd. We was zeer opmerksam merken wat hier passiert. Zij vragen aan wanneer is de tijd? Wanneer geeft ons een tijdingslinie? Hoor maar wat er zegt. Je worden in Helden Jezus kriegen en hij wordt je krijg duidelijk zijn wanneer Jezus komt. Is dat wat hij zegt? No. Die haben grootste gevraagd, wanneer wordt het dan nu worden? Geef ons een tijdingslinie. En dan zegt hij, je worden mijn Zeugen zijn in de ganze Welt. Damit sollen wir uns beschäftigen. Wir sollen uns nicht beschäftigen, was ist die Titel? Ja, wir sollen aufmerksam sein. Das ist, warum er uns so viel sagt. Kijk erom, seid aufmerksam. Weet je, dat is een ding wat ik je kan verspreken. Dat bijna 100 jaar wordt Jezus zijn gekomen. Entweder fysisch, dat we alle tegelijk worden komen, oder einzelweise wordt hij voor ons komen. Bijna 100 jaar
wordt de tijd voorbij zijn voor ons. Hij wordt entweder zijn gekomen dooraan dat we zijn gestorven en dan komt hij ons opwijken, oder hij wordt komen plötzlich, weil wir noch leben. Paulus sagt, und eben durch sagt Paulus, dood je dan niet met dit beschäftigen, dat wanneer de dood is worden opwijken, wordt wij dan nog leven. Nu hielt ik me dat zo, en nu ga ik niet verder, wanneer ik word gestorven, wordt wij dan nog leven, wanneer het komt. Sagt hij, zo is de Augenblick, wordt het ons Körper ändern. En zo ziet voorzichtig oder bet. Ik leid wat het zegt. Sie werkt en bet. Weil dit heeft een connection met den hemelse Vader. Jezus weer met den hemelse Vader eind. En hij bet. Want je wordt dat daar kijken, de feier evangelium. Wo werken Jezus jinkt en bet. Wat hij? Hij redt met den Vader. En dat hij zegt einfach, en hij wil gaan, wie zullen dat geloven. En ik geloof hem dat, want hij zegt, niet moel ik weet, wanneer dit wordt zijn. Maar wat beschäftigt hij zich? Hij jengt den Vader zijn arbeid doen, en wanneer hij wat veel te weten, jengt hij en redt met den Vader. En hij leert op, dat een dag wat de Vader zei, nu is de rechte tijd. En dan is hij op ieder weer leert hij dat de Vader aan moet zeggen, nu is de tijd naar Jeruzalem te gaan, ten die leven geven. Nu leert hij dat de Vader wat zei, nu is de rechte tijd, ten de kerk, te beroepen en terugbrengen. De tweede punt, wat we ons willen kijken is, hij wordt komen, werkt en ziet waken. Werkt en ziet waken. Waarom ik Markus kapitel 13 lezen, daar is, hier dat we werken, hij zegt, werkt, ziet waken, sloopt niet, ziet bij de arbeid. Voets hadden de jongen trouble. Als ze op deze boy weer, en als Jezus verder in een hek genomen wordt, dan stunden ze en kijken am Hänger an. En ik lees, dat is een van de Engelse Übersetzungen, dat zegt, en dat is waarom ik dat zeg. Waarom stu je hier en kijk in den Himmel? De Übersetzung, de rechte Übersetzung, oder dat beeld dat we ons in kop kan moelen met dit is, ze stunden en dachten en zessen nog als, nu zo daar aan de voren, wat zijn we nu, wanneer wat de trek komt, hoe lang zijn we hier? En ze, ja, verstand laat al het andere af, bitte. De stunden checken. Op Engels als het woord geest. Wanneer geest dort bedient, hij moet iemand gezien die kijkt stierweg en die kost den voorbij gaan en die wordt het niet meer aan. Dat zo zodat de mens is wakker, aber de mens slaapt niet, aber die is niet wakker. Jezus sagt, wir sollen nicht das stunden en checken en so vertieft zijn naar de wolken kijken, wanneer wat kommt, dat wir sollen wakker zijn, wir sollen nicht schlupen, wir sollen uns auch nicht einmal looten, dat wir nicht aufmerksam zijn wat ram ons geht. Wir sollen wakker zijn en nicht nur bloß werken, aber wakker zijn en dat we alles zijn wat er passiert ist. Weil ein von das hat wat er hier zijn. En dat werden we niet vermissen, wie wir nicht so eine Zeitung aus dort lesen. Werkt en ziet wakker. Der dritte Punkt, was wir uns bekijken von diesem Aufschnitt ist, werkt en ziet aan de arbeid. Hij wordt komen, werkt en ziet aan de arbeid. Zoals ik al zei, de jongen vertiefden, die hadden een verfittigd deel van het hemmelrijk geleerd. Dat hemmelrijk, verfittigd deel hadden hij bloos aan dat geleerd. En nu stonden ze door aan boy, en nu worden ze denken, nu wordt Jezus mal kennen, de jongen kijken, nu worden ze mal met Eva kennen van het hemmelrijk vertalen. Hij had 40 deel hadden hij nu geleerd, wat het moet zijn en zo weer. En nu worden ze mal vertiefd zijn dooraan. En dan zijn ze op deze boy, en dan vragen ze, wanneer wordt Israël maar waar Israël zijn? Kan wanneer Jezus klapt uit, niet? Die hadden dat danach vermist. Werkt en ziet aan de arbeid. En zoals ik al zei, zij vertiefden zich, oké, wanneer is de tijd? En hij zei, dat is niet wat je arbeid is. Je worden mijn Zeugen zijn. Je kunnen zijn wat je gezien hebben en wat ik gezegd heb. Dat is je arbeid.
Ich weet nicht die Zeit und du soll je nicht, aber dort soll je nicht beschaffen, wo neuer. Ich will haben, je sollen andere Menschen dort sein, dort ich komme drei. Was ich ihnen gesagt habe, ich kann sie gestorben für jünt und ich gehe einen Platz reinmerken, so eine Dinge soll jede andere Menschen sagen, die sollen dort zeigen. Und dann soll die Stunden bloß nach Hause schicken, dann kommt der Engel und direkt sagen, warum stehst du hier noch einmal? Gut an der Arbeit. Kann je sein, kann je dort war ein Hand, das soll je vermissen. Weißt du, wenn wir wacker sind und wenn wir werken, dann stehen wir nicht bloß auf eine Stelle und kicken. Jesus hat ihnen gesagt, sie sollen nach Jerusalem gehen. Und dann wissen sie nicht, was er meint. Und da kann steht, was seit der Stunden kommt der Engel von Himmel und sagt, hier habe ich nicht lang genug gestunde. Wir haben gedacht, an, dass die Israeliten die Ägypten rüht, wir in Kanaan am Weichtau, dann wären sie bei einem Boy so lange gewesen, dass 5. Mose sagt, da kommt Gott direkt durch Moses und sagt zu ihnen, bei diesem Boy sei ihr nicht lang genug gewesen. Packt ihn das Zelt ab und gut wieder. Die Jünger hatten, das Petrus dort, als uns bekannt, sagt er, weil wir hier 3 Zeltbüren, einer für Elia, einer für Moses, einer für die. Weil wir hier parken, hier, das scheint, das kann wir nicht verstehen, weil wir uns hier ein Zeltbüren, nee. Hier sei ihr nicht lang genug gewesen, gut wieder, aber seht wacker und seht an Arbeit. Vertalt andere Menschen, sieht ihnen zeigen, was hat das zu bedienen, dass Jesus hat beirrt wird. Das hat zu bedienen, dass er will haben, wir sollen sein, wo er ist. Und er sagt uns, wir kennen das nicht. Das Evangelium, die Gute Niedrigkeit, als kriegt, was wir sollen uns mit beschäftigen. Und wir sollen uns damit beschäftigen, dass andere das hier kriegen, sodass sie auch nicht das Himmelreich wollen vermissen. Jesus in Ware kommen, es mehr als 300 Mal in das Neue Testament abgenannt. Wenn wir mit Menschen taub sind, so erfahren, was ich sage, man, die weiß doch das nicht aus. Die Mann, der weiß das nicht aus, und dann, warum sagen wir das? Weil das ist der Fall von, nicht? Der redet einmal, wenn den Menschen treffen, das von was er redet. So, das Neue Testament redet 300 Mal von das Wiederkommen von Jesus. Wo ist der Fall von? Von dort, wo ein Mensch voll ist, du von redet, sagt das Neue Testament. Du von was das Neue Testament voll ist, du von redet. Ja, das redet von der Evangelium und das redet, aber weißt du was, die weicht in unserer Seligkeit ist nicht so viel abgenannt in das Neue Testament aus das Wiederkommen. Die Seligkeit, die weichten selig worden, dort ist ein Weichten, dass wir bereit sind zu diesem Zeit, wenn Jesus wird kommen. Und so, das, warum er mehr als 300 Mal erwähnen wird, Jesus kommt, Jesus kommt, Jesus kommt. Das darf wir nicht vergessen. Alle neuen Schreiber von das Neue Testament nahmen Jesus sein Wiederkommen ab. Und so, von den 300 Mal, mehr als 300 Mal, was abgenannt wurde, ist von dieser Schreiber abgeschrieben. Entweder was Jesus sagt oder was sie sagen. Jeder einer von denen, was das Neue Testament schrift, hat davon geredet. Die Alte Testament Propheten dienen alle nach dieser Zeit, dass Jesus war, was kommen. Die Bibel ist da voll von. Redet da wahr und wahr davon. Sind wir da voll von? Sind wir wacker? Sind wir aufmerksam, dass Jesus kommt? Weißt du, die Wert und Reitmerken für Jesus kommt, ich lese 1. Johannes 3, Vers 3, sagt, dass wir leben, wir reinigen uns so heißig reinigen, wir haben diese Hoffnung. Er redet von der Hoffnung, dass er kommt. Da redet er von, wir reinigen uns so heißig reinigt. Das erste Ding, was wir tun und reinmerken, ist, wir reinigen uns. Wir kommen vor den Kreuz und wir nehmen das an, dass er für uns gestorben ist. Wir sehen dort, er hat unsere Städte angenommen, er hat unsere Schuld betont, unsere Sünden sind vergeben. Nun sind wir gereinigt. Das ist der erste Stopp. Und dann leben wir jeden Tag so aus, wenn wir das glauben, dass er zurückkommt. Wir stellen uns Leben an, was er sagt, wir sollen leben. Wir folgen ihm nu.
Weet je, hier is het ding. Want wie Jezus worden dag voor dag nu volgen, waar we aan de Himmel en volgen. Want we hem niet worden dag voor dag nu volgen, hebben we dat vermissen. Ja, we willen allemaal door aandienen dat we zijn mensen die er Fehler hebben. En Jezus vergeeft ons die. En wanneer we aan Jezus Christus zijn, dan zijn we reid voor wanneer Hij wordt komen. We durven ons door niet vergrulen. We kunnen door nur leren en we kunnen ons door tevreden. Ik zag laatst ik weet niet eens van ik droomde, dat is van een visioen wie, waar ik zag, waar de hemel te zien geplakken wordt en wo dichtbij de schöne Stadt dahinter steht. En als ik dat zag, dan dacht ik, nou, waarom niet naar huis? En krijg ik zo plaats, ik denk een licht tegen mij. Krijg ik zo plaats, weer zo'n licht tegen mij jenken en ik vond gewoon op te heben. En hoe ik dan allemaal, dan weer checkte ik voets naar huis, dus van mijn momtje wordt daar dag komen. En ik had de groets, en dat beeld had ik de groets bin oven gezien, ik kon niet door daar een venster zijn, der stond bin oven, en als ik kijkt, dat man zo ook weer opheben, zag ik, der stond er niet meer. Geld, dat is bin venster voorbij, pakte ik op. Weer de droom voorbij, wat allemaal dat zijn er. Weet je, dat is door groets. Dus de hemel, als du bist zo groets, hangen de blijven zien wat we zijn. En nou wat de blijven zien, dat zie je plakken worden. Door wat Jezus zijn. Ik sluit met deze gedanken van Sir Ernest Shackleton. Die Geschichte von einer, die door Wied en Zuidpool immer handen te studeren. Waarom is de Zuidpool zo vol schnee? En dit waar we verstaan, waarom het hier zo koud is, bij de Zuidpool. En Sir Ernest Shackleton beschäftigt sich met uitvinden waarom dat we, en zo, ze voeren de verjakken aan, die moesten maar een schap aan, en dan was krijg op de post, waar ze voeren willen, wie veel ijs en schnee. Hij leidt zijn mensen door. Hij moest 3 voor mij eten worden, ze wiederholen, en hij zei tegen zijn arbeider, die mensen, waar hij had aangenomen te maken, met helpen en bedienen, ze wieder, zei hij, ik ga terug naar Engeland, maar ik ga terugkomen. Als hij de tijd kwam, hij wil terugkomen, dan weer het eerstlich, weer 3 maal zag hij aan zijn mensen te holen. En de tijd wordt langer en langer en langer. En hij kwam niet terug met zijn mensen holen, weil hij kon niet terug door. Immer war zag hij aan, dat 4e maal schließlich, funke en waar terug, maar hij had geen idee, als man jaren doen nog worden zijn, wo die zullen zijn, oder als man die worden reit zijn, oder als man ze worden abgegeben haben en proben door voet te gaan, weil het weer al zo lang luter. Maar hij had gezegd, ik kom terug, lukt voor mij, lukt hier voor mij. Als Shackleton schließlich mit seinem Schab terugkwam, wo jaren zullen zijn, steeg hij voor zijn schap rauf en hij had geen idee wat hij doet bejeden. Als hij van schap rauf stieg, kwam jaren van dat ijsveer en ijsensnee, die werden alle opgepakt en reiten op schap naar Gunen en metvoeren. En Shackleton aan en zei, wo wist je dat ik van jou wordt komen? En dan zeiden die mensen die door leerden, zeiden de leraar wat we hebben. Die zeiden jeder dag. Shackleton zei, hij wordt terugkomen. En wanneer hij terugkomt, dan neemt hij ons met. Jeder dag rollen we onze baden taub. We pakken alles taub, dat we worden reit zijn, wanneer Shackleton wordt komen. Een fijn Beispiel van wat Jezus sagt, ik wil komen. Rollen we onze baden taub, rollen we onze zaken taub, reden we ons dat zo traag, dat wanneer hij van jou komt, dan post ons dat. Dan zijn we reit. We hebben taub beten. Hemelse Vader, we danken u voor het schijne beeld dat we hier zijn. Dat u komt terug. Jezus komt ons holen. We danken u voor dat schijne verspreken. We beten dat u woord
uns aufmerksam machen, dass wir wollen wacker sein und dass wir wollen wirken, dass du kommst. Dass wir uns nicht wollen Offerhofs fingen, dass wir übers Treue kommen. Aber dass die uns fingen, dass wir nicht die lernen, aber nicht nur bloß stunden und checken, aber dass wir Druck sind. Dass die uns Druck fingen und das Evangelium wiederbringen. Dass wir, wenn du kommst, dass die uns fingen, dienen zeigen zu sein. Weil du hast uns hier in der Blue Creek geschickt, du hast uns in das Land Belize geschickt, möchten die Menschen dort antworten, dass wir verdienen zeigen sind und dass wir noch was lernen, und wenn sie uns Frauen Worte dass uns dort in die Gelegenheit gibt. Und das ist eine gute Niederheit zu sein, dass das ein Weg, dass sie in den Himmel kennen und sieht rein. Schick uns von dir mit den Serien in Jesus' Namen. Amen. Dankeschön für kommen, Dankeschön für Tauharchen, mochte Herr, jüngst sehen, durch diesen Weg. Wir sind entluden.